Hallo meine Lieben! In den vergangenen Monaten haben mich viele von euch gefragt, wie man denn eigentlich Erdnussbutter oder im Allgemeinen Nussmus herstellt. Die Herstellung ist super einfach, aber es gibt schon ein paar Dinge, die man beachten sollte und das seht ihr gleich. Die wichtigste Zutat sind Nüsse. Hier habe ich zum Beispiel Cashewnüsse, stattdessen könnt ihr auch Mandeln, Haselnüsse oder Erdnüsse verwenden. Wichtig ist, dass sie blanchiert sind und nicht geröstet. Außerdem eine Prise Salz, etwas Sonnenblumenöl, wie, weshalb, warum erkläre ich dann später noch, und wenn ihr wollt noch ein bisschen Agavendicksaft oder Honig. Wir starten mit dem Cashew-Nussmus, wobei die Prozedur bei allen Nusssorten immer dieselbe ist, und zwar fangen wir mit der Röstung an. Heizt den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor und röstet die Nüsse ungefähr 10 Minuten lang. Ich lege sie dafür auf ein großes Backofenblech und ein Stück Backpapier und während des Röstvorgangs wende ich sie mehrmals, damit sie überall ein bisschen Farbe bekommen. Behaltet sie unbedingt im Auge, denn wenn sie zu dunkel werden, wird euer Nussmus bitter. Wenn sie nicht mehr ganz so heiß sind, also nur noch lauwarm, könnt ihr sie umfüllen. Ich verwende hier zum Beispiel einen Smoothie Maker mit Nussaufsatz. Es funktioniert auch mit einem anderen Gerät und das zeige ich euch dann später. So sieht ein Nussaufsatz aus, und zwar ist es eine sogenannte Flachklinge und die eignet sich vor allem für Nüsse, Kräuter und ähnliches, damit das Ganze auch richtig schön fein gemahlen wird. Achtet darauf, dass ihr ein Gerät verwendet, das stark genug ist und dass ihr den Behälter zu 2/3 befüllen könnt, denn wenn wenig Nüsse drin sind, dann dauert es ewig, bis daraus ein cremiges Mousse wird. Während dem Mahlvorgang ist es wichtig, dass ihr das Gerät alle paar Sekunden mal stoppt, den Behälter herausnehmt, gut schüttelt, wieder hineinlegt, wieder stoppt, also diesen Vorgang einfach stetig wiederholen, damit das Gerät nicht überhitzt und sich die Nüsse im Inneren gut verteilen. Es dauert ein bisschen, bis aus den bröseligen Nüssen ein leicht cremiger Ansatz wird, ihr seht es hier unten. Eigentlich ist das Nussmus fertig, aber es ist relativ bröckelig und nicht streichfähig und deswegen verwende ich ein kleines bisschen Sonnenblumenöl, ungefähr einen Esslöffel. Falls es euch immer noch nicht cremig genug ist, könnt ihr noch ein bisschen Öl hinzufügen und was ich gerne verwende, ist eine Prise Salz und noch ein bisschen Agavendicksaft oder auch Honig. Glaubt mir Leute, das rundet den Geschmack ab und ihr bekommt das beste Nussmus aller Zeiten. Ein letztes Mal mixen und schaut mal, wie cremig das ist. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Füllt das Nussmus in ein Schraubglas um und auf diese Weise ist es locker einen Monat haltbar. Es kann sein, dass sich ein bisschen Öl absondert an der Oberfläche, aber dann müsst ihr einfach einmal gründlich umrühren und das war's dann auch schon. Gibt es was Besseres als Erdnussbutter mit Marmelade? Nein, und deswegen machen wir die jetzt. Die Nüsse wiederum rösten und diesmal verwende ich einen Foodprozessor. Ich habe hier nämlich ein halbes Kilo Erdnüsse, da passt einiges rein und da ist es einfach viel praktischer als so ein kleiner Smoothie Maker. Auch hier gilt, das Gerät immer wieder mal stoppen, umrühren, einfach damit es nicht überhitzt. Wiederum ein bisschen Öl hinzufügen, so einen kleinen Schuss und darauf achten, wann das Mousse die Konsistenz hat, die ihr euch wünscht. Für den Geschmack wiederum eine kleine Prise Salz und natürlich ein bisschen Agavendicksaft. Ich sage euch eins, wenn ihr wüsstet, wie gut dieses selbstgemachte Mousse schmeckt, ihr würdet nie wieder das Fertige aus dem Supermarkt kaufen. Klar, man hat ein bisschen Arbeit damit, aber glaubt mir, es lohnt sich allein schon wegen diesem Geschmack. Mandelmus wird genau gleich hergestellt, allerdings verwende ich in diesem Fall kein zusätzliches Öl, denn ihr werdet sehen, Mandeln sind sehr fetthaltig und das Mousse ist von Haus aus schon relativ flüssig. Die obligatorische Prise Salz und ein bisschen Agavendicksaft und eigentlich ist das Mousse fertig. Ich kann euch gar nicht sagen, welche dieser Nussmus-Sorten mein Favorit ist. Ich finde einfach jede für sich unheimlich lecker und ich finde, diese Varianten sind einfach super, nicht nur für Leute, die sich vegan ernähren, sondern auch für alle anderen, die auf ihre Ernährung achten und halt einfach ihrem Körper wichtige Nährstoffe zuführen wollen. Nüsse enthalten nämlich viele Ballaststoffe, die die Verdauung anregen und sättigen, aber auch Vitamine und Mineralstoffe und deswegen lohnt es sich, so ein Nussmus in die eigene Ernährung zu integrieren.
Zum Schluss noch ein kleiner Tipp zur Reinigung. Gebt in den Behälter von eurem Smoothie Maker etwas Spülmittel und lauwarmes Wasser, mixt das Ganze 1- bis 2-mal gut durch und ihr habt schon die meisten fettigen Rückstände entfernt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und drückt gerne auch das Glöckchen, damit ihr Benachrichtigungen zu meinen zukünftigen Videos bekommt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächste Woche.